Grüß Gott. Wie können wir über das Jenseits neue Erkenntnisse gewinnen? Und wie soll man sich ein Leben dort denn überhaupt vorstellen? Das sind die Fragen, über die ich in diesem Video sprechen werde. Nun, unsere Reise in das Jenseits ist ja schon seit unserer Geburt gebucht. So macht es Sinn, sich vorher schon einige Gedanken darüber zu machen. Das Thema Jenseits ist leider immer noch ein Tabuthema oder man meint, dass es nicht möglich sei, etwas darüber zu erfahren. Das ist falsch, denn es liegen uns viele Erfahrungsberichte vor, die ein Leben nach dem Tode belegen. Allerdings zwingt uns die Jenseitsforschung, altes Denken und überlieferte Dogmen abzulegen und die Dinge von einem neuen Standpunkt aus zu betrachten. Diese Forschung bringt uns auch einen großen Nutzen, zwar keinen wirtschaftlichen, aber man gewinnt damit an Lebensqualität. Denn mit der Erkenntnis, dass unsere Existenz mit dem Sterben nicht zu Ende ist, erweitert sich unser Denkhorizont weit über das irdische Leben hinaus. Was sind nun die Quellen für eine empirische Jenseitsforschung? Um dem Thema ein gutes Fundament zu geben, genügt es nicht, sich auf einzelne Erfahrungsformen oder Wahrnehmungen abzustützen. Wichtig ist, alle verfügbaren Hinweise zu nutzen, um damit zu einer umfassenden Sicht zu kommen. Im Wesentlichen sind das 5 Quellen, die uns im Kontext zu einem plausiblen Jenseitsbild verhelfen. Jede von diesen ist in sich aber so umfangreich, dass es in diesem Rahmen nur eine Auslegeordnung geben kann. So lassen sich die Informationsquellen für die Jenseitsforschung mit einem 5-Säulen-Modell darstellen. Die erste Säule ist die Fülle von besonderen Erfahrungen oder konkreter spirituelle Erfahrungen. Solche werden sehr viel häufiger erlebt, als man allgemein denkt. Die Betroffenen sprechen meist nicht oder nur zurückhaltend darüber, weil man befürchtet, von Mitmenschen nicht verstanden zu werden. Am besten dokumentiert sind die Nahtoderfahrungen. Dazu gibt es eine große Zahl von Büchern und auch in diesem Kanal sind zahlreiche Beispiele aufgeführt. So müssen diese hier nicht weiter erläutert werden. Eine weitere Erfahrungsart sind die Koma-Erfahrungen, die Nahtoderfahrungen ähnlich sind. Solche werden erlebt, wenn Patienten über längere Zeit in einem natürlichen oder künstlichen Koma liegen. Sie sind oft vielschichtiger als Nahtoderfahrungen und es fehlen da meist die typischen Abfolgen, die bei Nahtoderfahrungen erlebt werden, wie die Lebensrückschau, das Schweben durch einen Tunnel und so weiter. Betroffene stehen meist unvermittelt in einem Erleben. Um das mit Beispielen aufzuzeigen, habe ich einige Koma-Erfahrungen in einer Playlist zusammengefasst. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Eine weitere Form von spiritueller Erfahrung sind die außerkörperlichen Erfahrungen. Dazu braucht es keine lebensbedrohliche Situation, sondern das kann auch spontan geschehen. Oft geschehen sie in Schlaf- oder Aufwachphasen oder auch bei besonders emotionalen Momenten. Auch dafür finden Sie in der Beschreibung eine Playlist mit Beispielen. Die zweite Quelle, die uns Hinweise auf eine jenseitige Welt geben, sind besondere Wahrnehmungen oder konkreter spirituelle Wahrnehmungen. Das sind Vorkommnisse, die nur für den Einzelnen persönlich eine Bedeutung haben. Wer nicht selbst schon solche Erfahrungen gemacht hat, der braucht nur in seinem Bekanntenkreis etwas behutsam zu fragen. Er wird welche finden, die von solchen Wahrnehmungen berichten. Häufig sind zum Beispiel Nachtodkontakte. Viele sahen schon verstorbene Angehörige, sei es am helllichtigen Tage oder in einem besonderen Traum, den sie nicht mehr vergessen konnten. Bekannt sind auch Sterbebettvisionen. Manche konnten beobachten, dass Sterbende unsichtbar für die Anwesenden ihre verstorbenen Angehörigen sahen und mit ihnen sprechen konnten. Ein weiteres Phänomen sind Zufälle, die so außergewöhnlich sind,
dass man sich die Frage stellen muss, ob das nicht durch eine höhere Macht gefügt wurde. Dann gibt es auch das Sehen von geistigen Bildern, die unvergesslich bleiben. Manchmal wird man auch innerlich vor Gefahren gewarnt und man konnte das Unglück nur abwenden, weil man innerlich schon darauf vorbereitet war. Weiter dazu gehören auch sogenannte Déjà-vu-Erfahrungen. Man kennt zum Beispiel einen Ort, obwohl man Zeit seines Lebens nie dagewesen war. So gibt es eine Vielzahl von besonderen Wahrnehmungen und Fügungen, die eigentlich fast nur durch das Einwirken durch die jenseitige Welt erklärbar sind. Solche Erlebnisse sind häufig, aber im Prinzip nicht außergewöhnlich, weil die irdische und die jenseitige Welt immer in einer engen Wechselwirkung zueinander stehen. Ein ganz besonderer Themenkreis sind die verschiedenen Arten von Geistwirkungen. Im Wesentlichen sind das jenseitige Einwirkungen auf die Natur, auf Tiere und auf Menschen. Dazu sind zahlreiche Beispiele in der Bibel zu finden, wo solche Vorgänge beschrieben sind. Einige Bibelstellen dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Erstaunlicherweise werden solche Ereignisse nicht mehr ernst genommen, weil man die ursächlichen Gesetzmäßigkeiten nicht mehr kennt. Zu den Geistwirkungen gehören auch mediale Übermittlungen. Ein Geistwesen übermittelt eine Botschaft, indem es einen medial begabten Menschen als Mittler nutzt. Im Prinzip hat jeder Mensch eine leichte mediale Begabung, das heißt, er ist immer gewissen geistigen Einflüssen ausgesetzt. Natürlich sind das kaum merkbare Vorgänge, aber wer etwas achtsam ist, der wird hier gewisse Wirkungen erkennen können. So gibt es auch stärker medial begabte Menschen, die ein Geistwesen manchmal sehen oder hören können. Die stärkste Form von medialen Begabungen ist die Tieftrance, wo ein Geist durch einen Menschen sprechen kann. Auch dazu finden Sie einen Link in der Beschreibung. Auch da gibt es zahlreiche Beispiele aus der Bibel, wo sich Menschen als Mittler für die jenseitige Welt zur Verfügung stellten. Entscheidend bei medialen Übermittlungen ist, wer die Urheber der Botschaften sind. Hier drängt sich ein Vergleich mit der irdischen Welt auf. Man muss ja auch hier bei all den Nachrichten und Botschaften auch immer prüfen, wer die Urheber und ihre Motive sind und ob der Sachverhalt richtig übermittelt wurde. In der Vergangenheit gab es viele herausragende Persönlichkeiten mit einer großen Wirkung auf die Menschheitsgeschichte. Dazu gehören auch all die Religionsgründer, die den Lauf der Weltgeschichte nachhaltig beeinflusst und auch heute noch ihre Wirkung haben. Seit Menschengedenken ist es ein Grundbedürfnis der Menschen, sich Gedanken über das Woher und Wohin des Daseins und über das Leben nach dem Tod zu machen. Das zeigt sich uns auch in der überlieferten Weltliteratur. Und so sind uns aus früheren Zeiten viele wertvolle Schriften erhalten geblieben. Dazu gehören vor allem die biblischen Schriften, die griechischen Philosophen und weitere Schriften aus verschiedenen Kulturkreisen. So gibt es diese im Hinblick auf die Jenseitsforschung richtig zu deuten und vom Ballast dogmatischer Fehlinterpretationen und späteren Zusätzen zu befreien. In diesem Sinne sind noch lange nicht alle Schätze aus der Menschheitsgeschichte geborgen. In der Philosophie findet man oft den Satz: Alle Geschichte ist Heilsgeschichte. Das heißt, dass der ganze Werdegang der Menschheit seine Ursache, seinen Sinn und auch sein Ziel hat. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, heißt es in der Bibel. Das heißt also, alles, was es gibt, war vorher schon da, aber nicht unter der irdischen Sonne, sondern in der jenseitigen Welt. Anders formuliert, was es in der geistigen Welt nicht gibt, das kann es auf dieser Welt nicht geben. Darum muss man sich die geistige Welt als Urplan
für unsere materielle Welt vorstellen. Am Anfang war nicht das Nichts, sondern ein Plan für diese materielle Welt. Denn alles, was es hier gibt, konnte nur werden, weil dies in der jenseitigen Welt in feinstofflicher Form schon vorhanden war. Heißt es doch auch in der Bibel, Gott ist Geist. Und weil Gott Geist ist, ist die Schöpfung in seiner Urform ein geistiges Werk. Alles Leben ist von göttlicher Art und auf dieser Welt nur für eine beschränkte Zeit in materieller Form verdichtet. Die wirkliche Heimat von allem Leben ist die geistige Welt. Aber hier sieht man seine Werke und wie er alles in wunderbarer Ordnung geschaffen hat. Uns umgibt ja eine Natur von einer unfassbaren Vielfalt. Jedes Lebewesen hat da seine Aufgabe, sein Umfeld und sein Wirkungskreis. Und wir Menschen sind ja auch nur ein Teil dieser Natur und ohne diese könnten wir nicht überleben. Und weil der Mensch nur ein Teil der Schöpfung ist, so ist es von zwingender Logik, dass nicht nur wir, sondern alles, was Leben in sich hat, nach dem Tode auch im Jenseits weiterlebt. Das wird ja auch durch Nahtoderfahrung bezeugt, weil da eine feinstoffliche Natur mit Pflanzen und Tieren gesehen wird. Wir sehen hier auf dieser Welt also ein Schöpfungsprinzip, das uns auch Rückschlüsse auf ein Leben im Jenseits gibt. So lebt man im Jenseits in einer Welt weiter, die sich nur durch den Verdichtungsgrad vom Irdischen unterscheidet. So werden wir nach dem Sterben in eine jenseitige Welt eintreten, dessen Umfeld uns gar nicht fremd ist. Als Zwischenfazit lässt sich Folgendes festhalten. Jenseitsforschung lässt sich also nicht aufgrund von einzelnen Erfahrungen oder Wahrnehmungen betreiben, sondern es sind alle in diesem Säulenmodell erwähnten Elemente nötig, um zu einem umfassenden Jenseitsbild zu kommen. Es ist auch nicht so, dass man in der Jenseitsforschung völlig am Anfang stehen würde. So gibt es bereits gute Literatur, die aber bisher kaum beachtet wurde. Aber es ist bereits heute möglich, sich ein plausibles Bild von dem zu machen, was uns nach dem Übergang erwartet. Nehmen wir einmal an, unser Abschied von dieser Welt würde nahe bevorstehen, so würde man sich wohl folgende Fragen stellen. Wie sehe ich aus, wenn ich im Jenseits angekommen bin? Wie sieht meine Umgebung aus? Wo werde ich wohnen? Lebe ich dort in einer Gemeinschaft mit anderen? Wen werde ich da treffen? Und was soll ich dann dort die ganze Zeit tun? Anhand der verfügbaren Erkenntnissen über die jenseitige Welt können wir davon ausgehen, dass es in etwa wie folgt ablaufen wird. Beim Übertritt ins Jenseits legt man den irdischen Körper wie ein altes Kleid ab. Man behält aber einen feinstofflichen Körper in seiner ursprünglichen Form. Das Wesen eines jeden verändert sich durch das Sterben nicht. In der jenseitigen Welt gewinnt man aber seine Gesundheit und mit der Zeit auch seine Jugendlichkeit wieder zurück, weil ein Geist nicht dem materiellen Alterungsprozess unterliegt. In der Regel wird man beim Sterben von seinen verstorbenen Angehörigen und Freunden abgeholt. Und danach wird jedem entsprechend seiner Vorgeschichte ein Wohnort zugewiesen. In Nahtoderfahrung werden oft schöne Landschaften, Städte und Häuser beschrieben. Das mag vielleicht etwas befremden, aber wenn wir in der jenseitigen Welt in einem formlosen, weißen Nichts leben müssten, so wäre das für uns wohl kein Himmel, sondern eine Hölle, weil damit ja all unsere Sinne und unsere Handlungsfähigkeiten beschnitten wären. Wir sind ja geschaffen, um unser Leben zu gestalten. Wir wollen, dass all unsere Sinne angeregt werden. Wir sind immer in Bewegung und wir wollen mit unserem Umfeld kommunizieren. Und weil wir auf dieser Welt auch nur ein Teil der Natur sind, in der wir leben und wirken können, so brauchen wir ein solches Umfeld genau auch in der jenseitigen Welt.
genauso wenig wie ein Mensch auf dieser Erde alleine nicht glücklich sein kann, genauso wenig kann er das auch nicht in der jenseitigen Welt. Und genauso wie das geordnete Zusammenleben auf dieser Welt mit Gesetzen geregelt werden muss, so gilt dies auch in der jenseitigen Welt. Auch da hat man sich in eine Gemeinschaft einzufügen, die von Hierarchien geleitet wird. Man ist im Jenseits auch nicht untätig, sondern man wird mit Aufgaben betraut. Wer über kreative Fähigkeiten verfügt, kann auch dort Entsprechendes leisten. In diesem Sinne ist das Leben dort mit dem Leben auf dieser Erde vergleichbar. Die dort benötigten Dinge können auch nicht einfach herbeigezaubert werden, sondern sie müssen zuerst gefertigt werden. Damit ist dann auch gesorgt, dass dort sehr viel Arbeit getan werden muss. Jeder hat dort auch seinen freien Willen und es ist die Sache eines jeden, wie er diesen einbringen will. Nun kann man den Einwand bringen, dass ein Leben nach dem Tode nicht bewiesen werden könne. Aber in der Jenseitsforschung geht es nicht um Glauben, sondern um die Suche nach Erkenntnissen, die sich aus diesen 5 Quellen plausibel ableiten lassen und mit gemachten Erfahrungen in Einklang gebracht werden können. So bleibt es das Ziel, sich der jenseitigen Realität immer mehr anzunähern. Auch wenn eine Jenseitsforschung für viele unvorstellbar ist, so darf uns das nicht abhalten, sich damit zu befassen. So wären ja auch Universitäten eingeladen, sich einmal ernsthaft mit dieser wichtigen Grundsatzfrage der Menschheit auseinanderzusetzen und das nicht einfach als Esoterik abzutun. Tatsache ist ja, dass zum Beispiel ungeheure Summen und Anstrengungen für die Erforschung vom Mars geleistet werden, obwohl dieser kaum je von einer Person betreten werden kann. Und damit hat dies auch wenig Nutzen für die Menschheit. Aber in der jenseitigen Welt wird jeder einmal ankommen. Vielleicht kommen viele erst dann auf die Idee, dass man sich vielleicht früher hätte damit befassen sollen.